Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Videoantwort an gleich zwei Kanäle. Jörg vom Kanal JP Homeland JPH hat bereits am 4.3.2023 ein Video mit dem Thema Messer für die 5. Hosentasche veröffentlicht. Dieses Messer zeige ich euch im Laufe des Videos. Ja, Thema hat mir sehr gut gefallen und ich wollte unbedingt auch darauf mit einer Videoantwort reagieren. Habe ich bis jetzt leider nicht geschafft. Jetzt hat Stefan vom Kanal Stefan123321 eine Videoantwort an den YouTube-Kanal Cintage sozusagen initiiert. Thema hier: kompakte Taschenmesser oder auch klein, aber oho. Die Themen von Jörg und Cintage sind nahezu identisch oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Deshalb habe ich mich hier für eine VA an beide Kanäle entschieden. Jörg zeigt immer wieder Messer, die man in Deutschland kaum zu sehen bekommt und nimmt sich auch Themen an, für die man wirklich Mut braucht. Extrem interessant, und Cintage ist noch ein sehr junger Kanal, der ordentlich durchstartet, viel Content raushaut, viele Knife Talks, also auch hier wirklich sehr interessant. Die Videos von Jörg und Cintage, auf die ich hier reagiere, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal vorbeischauen, durch die Videos klicken und Abo drauf. Bevor es losgeht, möchte ich dazu sagen, dass ich mich hier selbst reglementiert habe. 2 Vorgaben: erstens Klingenlänge bis 70 mm, zweitens Grifflänge bis 90 mm. Alles, was diese Vorgaben übertrifft, ist raus. 2 Beispiele dafür: Wir haben hier ein Victorinox Compact, ja, 91 mm Griffschalen, somit raus, weil Griff über 90 mm. Und hier das Polaris Solsonar, das hat eine Klingenlänge von 71 mm und ist somit auch raus. Und dieser Reglementierung fallen wirklich viele bekannte Messer zum Opfer. Hier das UK PK oder das Sanremo 7315 Luna, wie schon erwähnt, das normale Victorinox 91 mm Modell oder die Alox Modelle, auch das Atlas von Böker Plus. Ja, also wie gesagt, das ist meine ganz eigene Vorgehensweise, wurde von keinem verlangt, aber das dient mir einfach als Leitfaden. Ich brauche schon so eine gewisse Vorgabe, muss ich wirklich sagen, weil sonst kriege ich immer so ein bisschen Probleme. Das ist mir immer wieder aufgefallen in letzter Zeit. Ja, ich würde sagen, dann kann es auch direkt losgehen. Los geht es stellvertretend für alle Victorinox 58 mm Modelle mit dem Classic SD. Es gibt noch das Mini-Champ, das Signature Light, das Midnight Manager und wie sie alle heißen. Also wirklich alle sehr taugliche Modelle. Hier wie gesagt das Classic SD. Wir haben einfach eine kleine Klinge. Dann hier die Nagelfeile mit dem Schraubendreher. Schöne kleine Schere, Pinzette und Zahnstocher. Extrem viele Funktionen auf wirklich wenig Raum. Hier das Wenger Executive. Genau der gleiche Funktionsumfang, zeige ich jetzt nicht extra. 65 mm Griffschalen. Dann das Victorinox Executive. Wenn ich mich nicht ganz täusche, liegt das preislich sogar über dem Victorinox Compact. Wir haben hier eine kleine Klinge, eine große Klinge, dann diesen Orangenschäler, tolle Schere und eine Nagelfeile mit Nagelreiniger. Natürlich auch hier Pinzette und Zahnstocher, also wirklich ein tolles 74 mm Modell. Dann Victorinox Bantam, einfach bloß eine Klinge und das Combo-Tool, ja, Schraubendreher, Dosenöffner, Kapselheber und Drahtsabisolierer. Natürlich auch hier Pinzette und Zahnstocher. Das Waiter ist das gleiche wie das Bantam letztendlich, nur noch mit Korkenzieher, also auch ein schönes Messer auf 84 mm. Dann geht es weiter mit dem Wanger Lumpi, eine Koproduktion von Peter Döring und Dirk Wanger. Hergestellt wird das Ganze bei V-Knife. Wir haben eine M390 Klinge und das ist hier gerade mal eine 3 cm Schneide. Titangriffschalen, extrem bulliger Aufbau, 4 mm breite Klinge, also wirklich ein sehr ungewöhnliches Messer. Schönes kleines Ding. Ich lasse das mal ganz kurz offen für einen Vergleich. Als nächstes kommt das Kershaw Cinder. Das ist mein einziges Hinderer Knife, zumindest ein Hinderer Design. Ja, es ist wirklich extrem klug konzipiert. Also für dieses kleine Messer ist die Handlage richtig gut. Da kann man nichts sagen. Also schönes kleines Modell. Tatsächlich mit Linerlock. Schön gelöst alles. Wir haben hier auch noch Kapselheber. Und zum Vergleich, die effektive Schneide ist ziemlich genauso lang wie beim Wanger Lumpi. Also
Zwei schöne kleine Modelle. Preislich könnte es kaum unterschiedlicher sein. Ich glaube, das kostet 14 Euro und hier liegen wir über 100 Euro. Dann das CVV Kiwi aus Tapel Design, ein Double Detent Flipper. Also dieses Messerchen macht einfach nur Spaß. Da kann man abends auf der Couch sitzen und den ganzen Tag bzw. den ganzen Abend spielen. Ist ein schönes Konzept. Mir gefallen auch hier diese ganzen Flächen. Sieht einfach toll aus. Also gelungenes, tolles Messer. 90er, 18 MAV, G10 Griffschalen. Dann das Fox Dragotech oder Dragotech Bastinelli Design Friction Folder, also überhaupt keine Verriegelung, außer dem verlängerten Aal. Also so kann das Messer nicht einklappen. Das ist schon klug gemacht. Wir haben ein Zweifingermesser, mehr passt hier nicht drauf. Dennoch ist die Handlage gut. FRN-Griff, N690 Stahl, wiegt gerade mal 30 Gramm. Also das ist wirklich nichts. Dann das Sanremo 6185. Wir haben hier eine Damaskklinge, dann Titangriff. Ein absolut irres Design. Man kann hier so viel hineininterpretieren. Von irgendwelchen Raubtieren bis irgendwelchen Techno-Designs. Ja, also wirklich extrem ungewöhnlich. Ein schönes kleines Double Detent Messer und wir haben einen Flipper. Die Klinge erinnert hier an eine Rasierklinge, also interessantes Messer. Dann noch ein ungewöhnliches Messer, das Kaiser Walnut. Eckig, extravagant, einzigartig. Wir haben N690 Stahl, Single Detent. Das passt wirklich perfekt in die Uhrentasche der Jeans. Schönes kleines Messer. Böker Plus Nano 42 Single Detent. Man könnte denken Framelock, aber es ist tatsächlich ein Single Detent. 440C Stahl, ergonomisch, tatsächlich gut gelöst. Man kann sich hier eigentlich nicht verletzen, also die Klinge geht hier dann auf den Finger, kann nichts passieren. Ja, der Anschliff ist hier vielleicht ein bisschen grob, aber ansonsten tolles Messer. Dreimal Spyderco, dreimal N690 Stahl, dreimal Made in Maniago, 3 kleine, fähige, kompakte Messer. Das Rody, polarisierendes Design, FRN-Griff, ja, wiegt gerade mal 27 Gramm insgesamt, kann man sich gar nicht vorstellen. Die Klinge finde ich tatsächlich zu breit, also man hätte hier sogar noch Gewicht sparen können, aber ansonsten wirklich ein schönes kleines Messer. Dann das Squeak und das Urban, sozusagen die kleinen Geschwister vom UK PK. Ja, tolle Slip Joints, also richtig gelungene Messer, möchte ich nicht missen in meiner Sammlung. Dann das CVV Baby Banter, All Black, absolutes Fidget Knife, Ben Peterson Design, Nitro V-Stahl. Die Ergonomie ist richtig gut, tolle Handlage, glaubt man gar nicht für so ein kleines Messer. Liner Lock, ja, sehr, sehr scharf ausgeschliffen, also tolles Messer. Dann das Böker Plus Celos, M390 Stahl, Titangriff, gute Verarbeitung. Erinnert sofort an einige Real Steel Modelle. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Auch ein kompaktes, schönes kleines Messer. Das Wesson Sammler Friction Folder, M390 Stahl, Titangriff, Schiebfutklinge, sehr schmal, sehr, sehr leicht. Wir haben gerade mal 35 Gramm und für den urbanen Alltag absolut tauglich und ausreichend. Das Kershaw Esteem, wirklich eine schöne Linie. Double Detent ist ein interessantes kleines Messer. Die Ergonomie ist ein bisschen ausbaufähig, also man greift intuitiv so und das kommt einem alles irgendwie viel zu weit weg vor, irgendwie, wenn man das Messer so in der Hand hat. Also man würde eigentlich lieber weiter nach vorne gehen. Aber ja, ist wahrscheinlich auch so eine Art Schutzfunktion, aber dennoch. Insgesamt dennoch ein schönes kleines Messer. Dann das Kaiser WBK oder WPK Jared Bryce Design, CPM S35VN Stahl, Titangriff. Ursprünglich war das mal ein Single Detent, da innen war noch so ein Single Detent verbaut. Ja, mittlerweile ist es ein astreiner Friction Folder.
ja, schönes Design. Also gefällt mir wirklich gut. Als nächstes das Pilar von CRKT, Foxnest Design, Double Detent in dem Fall und tolle Handlage. Also hier kann eigentlich nichts passieren, wenn die Klinge einklappt, weil man hier so einen großen Choil hat. Ja, Haney Haynes Version, roten Griffschalen. Ja, der Clip ist ein bisschen, ja, hätte vielleicht gar nicht so sein müssen, aber gut, der ist halt vorhanden, passt schon. Auch ein schönes, kompaktes Messer. Als nächstes das Walther SPK. SPK steht für Slim Pocket Knife. 440C Stahl, Framelock, sehr massive Bauweise. Ich glaube, wir liegen hier um die 100 Gramm oder knapp drunter, irgendwie so. Ja, ganz Stahl, macht es einfach ein bisschen schwerer. Wir haben eine taktische Anmutung, aber nicht so aggressiv, wie ich finde. Also insgesamt eine schöne Linie. Ich habe das Teil jetzt schon ewig, aber ist bis jetzt nicht über den urbanen Einsatz hinausgekommen. Also ja, extrem großer Clip. Auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich finde es echt gelungen, muss ich sagen. Es kostet, glaube ich, gerade mal 24 € oder irgendwie sowas oder 25, irgendwie in dem Dreh. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Messer. Das ist das Opinel Nummer 5. Ein absoluter Klassiker. Wiegt gerade mal 14 Gramm, muss man sich mal vorstellen. Extrem schneidfreudig, einfacher Aufbau. Ein sehr charmantes Messer und bildet heute den Abschluss. Ja, ich würde sagen, das war's. Wie gesagt, meine Vorgabe, die ich mir hier gegeben habe, das muss keiner so nachmachen. Das war einfach für mich, damit ich einen Leitfaden habe. Mehr war das nicht. Ansonsten hoffe ich, dass noch viele, viele Videoantworten an Jörg und Syntage zusammenkommen. Das wäre wirklich schön. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.